zusammen, hi everyone. Hier habe ich ja noch versprochen, dass ich noch mal ein Video mache mit diesen Restfarben, mit diesem blauen Naturkleber Blau. Ich werde jetzt hier aber noch mal weiß anmischen. Da habe ich zu wenig, mache jetzt wahrscheinlich wieder zu viel. Mache jetzt noch etwas Weiß rein. Und dann rühren wir kräftig um. So, jetzt könnt ihr es hier auch mal sehen, diesen Blauschimmer. Seht ihr das? Also die, wo diesen blauen Naturkleber noch nicht kennen. Ich hoffe, die Kamera hat es eingefangen. Wie gesagt, das verschwindet wieder beim Trocknen. Okay. Einen Ticken Wasser rein. Wie gesagt, warmes Wasser oder heißes Wasser und nicht zu viel. Und normalerweise am besten etwas stehen lassen. Dann vermischt sich das gut. Aber ich mache es jetzt etwas schneller, um euch nochmal zu zeigen. Ja, auch zu zeigen, dass ich wirklich mit dem blauen Kleber arbeite. So. Gut ist, denke ich mal. Wie gesagt, er läuft nicht gut, aber er läuft trotzdem auf dem Bild. Also brauchst du keine Angst haben. Macht ihn nicht zu dünn. Das ist das Problematische bei diesem Naturkleber Blau. Es ist eigentlich eine schleimige Masse. Man macht ja auch dieses Schleimis für Kinder anscheinend aus diesem Kleber. So, dann werde ich jetzt mal was ausprobieren, und zwar mit Weiß. Erstmal eine Fläche hinzubekommen. So, jetzt müsst ihr eigentlich diesen Blauschimmer sehen. Also ich brauche nicht bis ganz an den Rand raus, weil ich lasse eh nochmal laufen. Aber halt, dass ich jetzt zumindest eine Fläche habe. Wobei ich jetzt so viel drauf habe, kann ich eigentlich gleich zumachen. Ja. Damit es etwas schneller geht. So, nicht so schlimm. Wird eh nochmal drüber laufen gelassen, so wie ich mich kenne. So, wische ich mich mal kurz ab. Okay, ich gehe jetzt trotzdem kurz mit dem Heißluft füllen, damit ich die Blasen draußen habe. Also diese Luftblasen, und da sehe ich nämlich schon was ich sonst nicht gesehen hätte. Mal raus, was auch immer das ist. Bisschen Dreck oder blau. Okay, nicht so schlimm. Ist nur für euch zum Vorführen. Aber soll ja trotzdem sauber sein, ne? Komm raus. So. Guti, dann nehme ich einen Becher, blau, viel Farbe habe ich ja nicht mehr, dieses braun, und Türkis. Ja, also ganz normal ist Türkis, müssen wir schauen. Ja, das ist dieses Koboldblau und Havanna Braun. Und was ich gemacht habe mit diesem 300er Silikonöl,
dass ihr das auch wisst. Okay, ich nehme jetzt mal gar nicht so viel Farbe. Ich möchte mal was testen. Indem wir das nämlich nachher laufen lassen, bilden sich ja links und rechts Zellen am Rand und die dann sich hier erweitern, verbreitern, wie auch immer. Darum brauche ich gar nicht so viel Farbe. Okay, was ich jetzt noch mache, und zwar ich nehme immer ein bisschen von dem Weiß, mache zwischendurch Weiß rein, und zwar ein paar so punktemäßig. Ist jetzt gar nicht so einfach, ohne dass ich irgendwo anders hinklicke, wo ich nicht möchte. Aber da ist der Vorteil bei diesem Naturkleber, dass der nicht so arg läuft. Aber ich denke mal, das gibt einen guten Effekt dann. Da kommt auch noch was rein. Nee, das wollte ich nicht so. Ich wollte eigentlich runde Punkte haben. Aber gut. Komm schon. Hier noch ein bisschen größerer Punkt. Am Rand. Jo. Ja. Ja, das müsst ihr wirklich mit sehr viel Gefühl machen. Wenn ich hier etwas zitter, das ist die Kamera, das bin nicht ich. Ja. So. Das werden oder bleiben nachher eh keine runde Punkte. Die verlaufen sich ja dann auch mit. Gehe ich mal davon aus. So. Noch 2 Punkte, dann haben wir es. Oder ich mache hier 1, 2. Glück gehabt. Ich wollte hier noch einen großen machen. So. Okay. Jetzt kurz mit dem Heißluftföhn, um das Silikon auch ein bisschen nach oben zu bringen. So, und jetzt lassen wir es mal laufen. Und dann schauen wir mal, wie sich das verteilt. Also wegen mir kann es auch ruhig über den Rand gehen. Ich muss jetzt damit ich hier die Farbe drüber bekomme. So. Und drehe es mal um auf die andere Seite, damit ihr das auch seht, wie das alles auseinander geht in der Regel.
Haben wir es hier einmal. Also wie gesagt, ich lasse ruhig über den Rand rauslaufen. Mir ist das nicht so schlimm. Aber das kann jeder machen, wie er möchte. Jetzt gehen wir über die andere Seite. Ja, da muss ich drüber. Okay. Weil dann sieht es auch nicht so symmetrisch aus. Schaue ich mal, dass ich die Ecke noch zubekomme. Sehr schön. So, jetzt mache ich es eigentlich schon so ungefähr, wie es mir gefällt. Und so gefällt es mir eigentlich schon. Ja, wie gesagt, durch das, dass sich der Vinylkleber, jetzt sage ich schon Vinylkleber, Entschuldigung, dass sich dieser Naturkleber Blau noch etwas leicht ausdehnt, reicht das voll und ganz. Und dann schauen wir mal. Also ich werde jetzt nur mal kurz mit dem Heißluftföhn drüber gehen. Dann haben wir es schon. Cool, also mir gefällt's. So, Dele. So. Ja. Gut. Ich werde es vielleicht jetzt nochmal, ja, was heißt vielleicht, ich werde es einfach nochmal wieder für 10 Minuten einwirken lassen. Dann seht ihr vielleicht auch schon einen kleinen Unterschied. Aber ich denke mal, so arg läuft es dann auch nicht mehr. Wenn ich das andere Bild rechts schaue, was ich im letzten Video gemacht habe, ist da auch nicht so viel gelaufen. Natürlich wieder schauen, dass die Ränder voll sind. Wichtiger Punkt. Sonst sieht es ein bisschen blöd aus. Ja, das passt. Oh, nicht weiß. So, mit weiß drüber, fertig. Okay, cool. Gibt eine schöne Netzbildung. Wie gesagt, es müssen nicht immer runde Zellen sein. Also mir gefällt es gerade sowieso, wenn es ein bisschen so, wie soll ich sagen, einfach durcheinander, auseinander geht. Sowas wie hier. Ne, passt. Also gut, dann würde ich sagen, bis in 10 Minuten. Bis gleich. So Leute, ich bin zurück. Jetzt schauen wir es uns mal von nahem an. So arg finde ich es gar nicht mehr gelaufen. Ja, das ist auch so ein bisschen der kleine Trick wieder dabei. Je länger ihr es laufen lasst, umso weniger kann dann nachher noch nachlaufen. Okay. So, jetzt fangen wir einfach mal von hier an. Hier sind gar nicht so viele Zellen. Und da ist natürlich die Frage, nehme ich da nächstes Mal ein dickeres Silikon oder ein dünneres Silikon. Gehen wir davon aus, vielleicht kann man hier ein bisschen dickeres Silikon verwenden. Das möchte ich aber das nächste Mal testen.
Und dann bleiben vielleicht die Zellen auch ein bisschen stabiler. Okay, aber cool. Also gut. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, gerne ein Like. Abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht habt, damit ihr kein Video mehr verpasst. Dann bekommt ihr alle Updates, wenn ihr sogar die Glocke drückt. Dann bekommt ihr natürlich auch jedes Update. Noch ganz wichtig. Und dann war es dann schon wieder von mir. Dann wünsche ich euch was und hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss, bye.